Dann wollen wir uns lieber wieder hinlegen. Könnte so passen, hm? Du weißt, ich kann's einfach nicht, Lukas. Ja. Nein, ich treffe Sie jetzt. Gut, bis später. Viel Spaß. Danke vielmals. Danke für das Frühstück. Ja, gern. Hier, falls das alte Foto von Papa kaputt ist. Also, Ja, Mama. Wir sind vorsichtig. Ja, Mama, wir kommen sicher wieder runter. und sagt dem Papa einen schönen Gruß von mir. Na klar, Mama. Ciao. Das ja. Ja. Hey, passt auf euch auf, okay? Ja, klar. Bis dann. Vierte. Ciao. Sag mal, fuchst ist das eigentlich nicht? Was? Nee, dass dein Kunde dann mit deiner Kollegin aufsteht, nicht mit dir. Na, wieso? Ich? Wieso soll's mich fuchsen? Wenn ich ihn raufgeführt hätte, dann hättest du ausschlafen können. Frau Kirchner? Althammer. Robert Althammer. Morgen, Johanna. Kalt ist es. Uns wird schon bald warm werden. So, Darf ich? bitte gern. Was machen Sie dann beruflich? Banker. Da geht's rauf. Gehalt. 2344. Wie oft waren Sie schon um? Ich hab's nicht gezählt. Sie? Nee. Backmas.
Was ist? Ist kein Zufall, oder? Ich habe mich schon gefragt, wann Sie das endlich zur Sprache bringen werden. Schließlich habe ich vehement auf Sie speziell als meine Bergführerin bestanden. Sie sind der Besitzer des Moserhofs. Ich habe Ihren Artikel gelesen. Und Sie im Grundbuch, nehme ich an. Als gute Journalistin müssen Sie doch... Was? Ich bin keine. Ich arbeite fürs Fremdenverkehrsbüro. Kümmere mich um die Kommunikation. Journalismus ist noch was anderes. Sie sind wegen meines Artikels hier. Ja. Ich wollte den Autoren kennenlernen, also die Autorin. Das, was Sie da geschrieben haben, das hat mich gepackt. Und ich wollte natürlich endlich mal auf die Halt drauf. Also, was ist jetzt? Ja, geh mal. Bleiben Sie dicht hinter mir. Da geht's ziemlich steil runter. Also, über die Geschichte von dem Hof habe ich überhaupt keine Ahnung. Aber da haben Sie doch sicher recherchiert. Für Ihren Artikel, oder? Der Hof ist 1793 erbaut worden. Wenn man der Legende glauben will, dann hat sogar der Andreas Hofer dort so um ca. 1800 rum auf der Flucht vor französischen Agenten Rast gemacht. Sie haben geschrieben, die Gemeinde möchte gern den Hof in seinen Urzustand wiederherstellen. Und die Landwirtschaft mit den Werkzeugen und Methoden des 18. Jahrhunderts bewirtschaften. Touristen, Schulklassen, Vereine könnten dort über die Landwirtschaft von damals lernen. Eine Geschichtswerkstatt. Ich denke, die waren uns vor ein paar hundert Jahren in vieler Hinsicht weit voraus. Da geht's lang. Wir überqueren das mittlere Feld dort drüben. Das Feld ist voller Verwehungen. Da gibt's 3, 4 Spalten. Bleiben Sie also dicht hinter mir. Warum jetzt die Idee mit dem Hof? Die Gemeinde sucht schon seit längerem nach einer Möglichkeit, das touristische Angebot auszuweiten. Kultur und Geschichte der Region eine Rolle spielen zu lassen. Ihr Hof ist ideal. Sie sind doch nicht den weiten Weg hierher gekommen, um mit mir auf die Elmauer Halt zu steigen. Nein. Seit ich von hier weg bin, lebe ich in Wien. 30 Jahre lang. Und ich glaube, dass ich aus sentimentalen Gründen den Hof bis jetzt noch nicht verkauft habe. Sie haben schon recht. Der Hof braucht eine Zukunft. So verrottet er nur. Ich will den Hof verkaufen. Und ich glaube, Sie könnten mir dabei helfen. Sie haben doch gewisse Beziehungen in die Gemeinde, oder? Die hab ich, Herr Althammer. Ja, also. Deal? Deal. Schnee. Wetter-Apps. Es tut mir leid, Herr Althammer. Ich glaube, wir drehen besser um. Ja, stimmt. Ich werde Sie nachher sichern müssen. Hä? Was meinst du? Absteigen oder Haderhütte?
Weißt du, wie das Wetter damals war? Als der Papa mit dem Ludwig rauf ist? Keine Ahnung, vermutlich so. Ich nehme an, die Kerze werden wir ihm heute nicht mehr hinstellen, oder? Die sind mittlerweile sicher schon wieder abgestiegen. Oder in der Hütte. Sie kennen sich ja aus am Berg. Du musst keine Angst haben. Gut? Alles gut. Johanna! Johanna! Geht. Warte mal. Mal Feuerzeug. Ja. Okay. Oh, Scheiße. Jetzt. Weißt du noch, wann wir das erste Mal hier oben waren? Ja, da hat der Papa uns eigentlich das einzige Mal richtig verdroschen, weil er so Schiss hatte um uns. Du hast mir die Schuld in die Schuhe geschoben. Papa, wir sind bloß rauf, weil der Hans unbedingt zur Hütte hoch wollte. Hm? War ja so. Aber du warst der Ältere. Bin immer noch. Und der Gescheitere. Vermisst ihn auch manchmal, den Papa? Hallo? Alles klar? Okay, komm, bring mal rein. So, alles mit der Ruhe, ganz. So. Alles mit der Ruhe. Alles klar? Sind Sie verletzt? Haben Sie Schmerzen? Nein, wir haben eine Skitour. Mit wem? Wir haben eine Skitour gemacht. Wie heißen Sie denn? Althammer. Okay, Herr Althammer. Robert. Herr Die Althammer. Johanna? Die Das ist der Kunde, den ich auf die Halte führen soll. Okay. Herr Wo ist die Althammer. Frau Kirchner? Johanna ist in der Spalte. Was? Wo? Ich Wo in der Spalte? weiß es nicht. Auf einem Feld. Mittlerer Feld. Mittlerer Feld, ja. Mittlerer Feld. Okay, ganz kurz. Herr Althammer, jetzt schauen Sie mal den Finger nach, bitte. Ganz kurz. Folgen Sie mit Ihrem Blick dem Finger. Ja. Alles klar. Wir kümmern uns jetzt um die Frau Kirchen. Wir gehen dahin. Ja. Können wir sie alleine lassen? Ja. Da kümmern Sie sich um die Johanna. Haben Sie Ihr Telefon? Ja. Okay, man hat selten Empfang hier, okay, aber probieren Sie es trotzdem. Ja. 140, das ist die Bergrettung, ja? Immer wieder probieren. Okay. Sagen Sie, dass wir auf der Haderhütte sind. Haderhütte. Haderhütte, genau. Bergrettung wissen dann schon Bescheid. Ja. Wir gehen jetzt zum Mitterer Feld, falls Sie fragen. Ja, okay. Alles Gute.
Seil kannst du verwenden, okay? Aha. Ja. Okay. Ich hab sie! Ja! Ist sie ansprechbar? Johanna? Johanna? Hörst du mich? Hans! Hat sie Puls? Warte! Puls, ja? Gut! Und Atmung! Kannst sie raufziehen? Ja! Noch steht! Alles klar! Zieh! Zieh! Weiter! Okay. Okay. Ja, ich hab sie! Fuck. Okay. Und Kratzer. Johanna! Johanna! Johanna? Hey! Alles klar? Was macht ihr da? Stören wir? Das hätte mir nicht passieren dürfen. Machen Sie sich bitte jetzt keine Vorwürfe. Ein bisschen Selbstkritik kann nie schaden, oder? Sie sind also der Bergführer, den ich mit meinen Extra-Menschen aus dem Rennen geworfen habe. Mhm. Ursprünglich war ich gebucht, Sie auf die Halde zu führen. Darf man fragen, warum Sie unbedingt mit der Kollegin rauf wollten? Weil sie einfach besser aussieht als du. Der Herr Althammer ist der Besitzer vom Moserhof. Ach so? Er hat sich dazu entschlossen, den Hof an die Gemeinde zu verkaufen. Ist doch voll super, oder? Da muss ja eine ganze Stange Geld wert sein inzwischen, ne? Mit dem ganzen Land und so. Gut, also um das Geld geht es eigentlich nicht. Der eigentliche Wert des Hauses liegt ganz woanders. Er liegt bei der Idee der Gemeinde und beim Engagement von der Frau Kirchner. Und nur so nebenbei, ich wäre sehr dankbar, wenn man das alles diskret behandelt. Ich eigne mich nicht wirklich sehr für die Rolle des Gönners. Und wenn ich mich nicht irre, dann hat der Moserbauer sich doch aufgehängt damals, oder? Das war die krasse Geschichte, wo davor seine Frau noch von dem Traktor überfahren wurde, oder? Genau. Das weiß ich nicht. Ist klar. Okay, dann probieren wir es nochmal mit den Handys. Kommen Sie mit? Pass auf, pass auf, pass auf. Was denn? Nicht belasten. Ja, geht schon. Gibst du mir die beiden? Ja. Wie schaut's aus? Was ist da eigentlich passiert, Johanna? Ich weiß nicht.
Mir war so schwindelig. Und der Schneesturm ist aufgekommen. Ich habe die Spalten nicht gesehen. Du bist blass, du bist schwitzig. Und das Hämatom, was du da eingefangen hast, das ist enorm groß. Also, sag mal, muss man sich mal anschauen, was da los ist. Ist das öfter? Ich habe in letzter Zeit so Anfälle. Was für Anfälle? Naja, keine richtigen Anfälle, aber ich werde ganz plötzlich müde und schwach und dann bin ich ganz wackelig. Ich hätte früher umdrehen müssen. Wahrscheinlich hätte ich gar nicht los dürfen. Jetzt ist es so, wie es ist. So. Morgen oder heute, je nachdem, wenn wir runterkommen, werde ich dich in der Praxis mal durchchecken, beim Blut abnehmen, großes Blutbild machen. Okay. Nix. Also, danke. Allein kommen wir da nicht runter. 2 ledierte Bergführer, Haufen Neuschnee, Verwehungen. Das ist ein Lawinenparadies. Gut. Dann warten wir auf morgen. Ey. Netz? Kai wieder unten. Ist nichts passiert, Mama. Nur Schürfwunden. Und was jetzt? Ich fahre jetzt mit den beiden in die Praxis. Im Prinzip sind Sie entlassen, Alter. Falls die Taubheitsgefühle in 10 morgen früh noch da sind sollten, melden Sie sich. Ja? Mama, das ist der Herr Althammer. Meine Mutter, Ella Kirchner. Freut mich. Freut mich. So, das ist so gut. Dann fahren wir jetzt in die Praxis, ne? Aua! Kannst du jetzt einfach mal ruhig halten? Sag mal, sparst du an diesem Zeug? Anästhetiker sind teuer, mein Bruder. Die Johanna macht einen schon nachdenklich, wenn einer wie ihr sowas passiert. Du kennst Johanna schon länger, oder? Ja, klar. Treffen uns einmal wöchentlich. Teilen die Touren auf. Wieso? Ja, nur weil die Frage ist, ob sie schon mal ein bisschen schwindelig oder wackelig war, ob es da eine Episode gab oder irgendwas in die Richtung. Du hast sie doch gerade untersucht. Vor mir. Ja, jetzt bist du ja dran. Es ist doch gut. Die Johanna, die ist fitter als wir alle zusammen. Aber irgendwie war die immer schon eine einsame Wölfin. Ich habe sie mal drauf angesprochen. Da hat sie gesagt, dass sie sich, seit sie ein kleines Mädel ist, einsam fühlt. Vielleicht, weil sie nie einen Vater gehabt hat. Ja, vielleicht wird das ja jetzt was mit dem Lukas und ihr. Wird sie ihr wünschen. So. Und jetzt schau dir das mal an. Wow, meisterhaft. So, fertig. Ja. Der ganze Laden. Die sind voll aus dem Häuschen wegen dem Moserhof. Bist du immer noch da, hm? Muss doch wissen, ob der Kollege auch wohl auf ist. Ja, ja. Doch nicht amputiert. Ja, das kann er nicht. Tut sich schon beim Nähen schwer. Hm? Dank euch beiden. Bis die Tage. Vorsicht. Ja. Danke Servus. vielmals. Erholt sich gut. Danke für alles. Okay, na, Wiedersehen. Wiedersehen, Dankeschön. Was kann das sein, dass ich mich manchmal so schwach fühle? Wir werden es rausfinden. Jetzt schicke ich mal das Blut ein und dann, sobald ich Bescheid weiß, dann rufe ich dich an. Also, Danke. Piano, Piano, okay? Mach ich. Ja, ich komm ja schon. Auf die Johanna. Auf das Projekt Moserhof. Bravo!
Na, meine Eremiten. Schau mal, Johanna. Wir haben es versucht, Lukas. Du versuchst. Ich muss nichts mehr versuchen, Johanna. Ich lieb dich, Lukas. Nur, mir fehlt was und ich weiß nicht was. Ich wach neben dir auf und ich bin allein. Dieser Mann, der von eurer Tour, der... Herr Althammer. Ich kenne den irgendwoher. Mhm. Ja, jetzt schaut's nicht so. Ich bin zwar alt und mein Gedächtnis auch, aber ich weiß, dass ich den kenne. Ja, Mama. Hallo. Möchtest du was trinken? Marco, Ja? möcht bitte ein Wasser. Gerne. Du arbeitest hier im Hotel? Ich mache die Buchhaltung. Erst 21 Jahre im Altenhaus und jetzt seit 3 Jahren seit der Eröffnung bin ich hier. Ich wohne gleich hier den Berg hoch. Danke. Bitte. Marco, kann ich doch einen Weißwein haben, bitte? Ja, klar. Du siehst blendend aus. Robert, lass uns. Wir sollten uns auf das Notwendigste beschränken. Ich glaube, die Sache ist vom Tisch. Sie weiß von nichts, sie hat keine Ahnung. Sie denken nur an die Zukunft. Die hatten vor ein paar Wochen die Idee mit dem Tourismusprojekt und dem Hof. Wenn die Gemeinde tatsächlich den Hof kauft, dann gibt es keinen Grund mehr, in der Vergangenheit herumzuwühlen. Ein Selbstmord ist kein Aushängeschild für so ein Projekt. So, der Weißwein. Danke. Warum hast du den Hof bloß nicht schon längst verkauft? Weil ich Angst hatte. Weil ich es vergessen wollte. Und weil man schlafende Hunde nicht weckt. Robert, sie darf es nie erfahren. Niemals. Wer stört am Sonntag? Martin, mein einziger Freund. Ich habe gehört, ihr habt es noch nicht mal auf die Halb geschafft. 2.500 Meter, das ist doch ein Witz. Oh, wahnsinnig witzig, Alexander. Was ist denn bei euch los? Das Wetter, Martin, das Wetter. Die Bergrettung hat uns gut versorgt. Ihr seid nicht die einzigen Pechvögel. Okay, guten Morgen. Hi, warum rufst du an? Wegen der Blutprobe von der Kirchner, Martin. Schieß los. Das kleine Blutbild hat einen Anteil von 60:40 und du weißt, was das heißt. Okay, Differentialblutbild? Habe ich massiv veränderte Blutwerte, extrem erhöhte Zahl an weißen Blutkörperchen. Scheiße. Das ist eine recht populärwissenschaftliche Diagnose, wenn ich das sagen darf. Alexander, die hat Leukämie. Das kann sein, muss es aber nicht. Ich bitte dich, Müdigkeit, Schwäche, Blässe, Blutungsneigung. Hör mal, wenn du die Hämatome von ihr gesehen hättest, wenn die vom Unfall stammen, dann hätte sie ganz andere Verletzungen haben müssen. Okay. Okay, pass auf. Habt ihr einen Slot für eine Knochenmarkspunktion? Wenn du es selber machen willst, gerne. Platz haben wir, nur kein Personal. Alles klar. Gut, ich gebe Bescheid. Ich danke dir. Okay. Da schaut der Tee.
Alles gut? Wollte nur gucken, ob du was brauchst. Nee, ich brauch nix. Du bist immer so allein. Du doch auch? Ich hab doch dich. Was ist denn jetzt mit dir, mit dem Lukas? Ich krieg's nicht hin. Auch nicht mit ihm. Ich lieb ihn aber. Und es kann auch was anderes sein. Johanna, deswegen machen wir die Untersuchung, damit wir rausfinden, was es ist, okay? Leukämie. Johanna, bitte, warte einfach ab, okay? Aber wie denn so plötzlich? Das hat sie doch irgendwie merken müssen. Wenn du jetzt nicht aufhörst rumzuzappeln, dann wirst du gleich merken, trotz Anästhesie, was ich hier unten mache. Also bitte. Und außerdem kann man das nicht merken, weil wenn man es merkt, dann ist die Krankheit schon ziemlich weit fortgeschritten, okay? Ja. So, jetzt haben wir das mal. So. Wenn ich Leukämie habe, dann... Dann werden wir dich wieder heilen. Okay. Okay? Kann ich arbeiten? Ja. Zu Hause, im Büro, im Berg wird es erstmal nicht gehen. So, Ende der Servicefahrt. Also, hast du außer deiner Mama noch andere Verwandte? Nein. Mein Vater, den kenne ich gar nicht. Der ist abgehauen, als er von mir erfahren hat. Also, als meine Mama mit mir schwanger war. Der Arsch. Okay. Hast du vielleicht eine Ahnung, wo man ihn finden kann, den Arsch? Das habe ich jahrelang versucht. Er hat nur eine kurze Zeit hier in Elmau gelebt. Der hat sich, wenn du mich fragst, in Luft aufgelöst. Okay, dann. Danke. Hallo. Und wie geht's dem Hans, dem Arm? Der Arm, der ist ab. Geh mal rein. Johanna, das Problem allein ist jetzt nicht nur die Diagnose, dass du akute lymphatische Leukämie hast. Das ist das eine. Das andere ist, dass bereits deine Nieren und deine Leber betroffen sind. Und wir herausfinden müssen, ob noch mehr Organe betroffen sind. Dazu brauchen wir Untersuchungen. Ultraschall, CT. Okay, und was heißt das jetzt konkret? Dass wir eine Chance haben. Du hast eine Chance. Wir werden mit einer hochaggressiven Chemotherapie anfangen und mit einer Ganzkörperbestrahlung. Das heißt, wir werden dein komplettes Knochenmark zerstören. Und hoffen, dass wir alle Krebszellen erwischen. Und wem? Wie lebt sich das dann so ohne Knochenmark? Gar nicht. Aber, Janne, wir werden dir gesunde Stammzellen übertragen, deiner Transfusion. Hörst du? Mhm. Und diese Stammzellen werden sich dann in die Markhöhlen deiner Knochen ansiedeln und wieder gesunde Blutzellen produzieren. Okay, und woher kriegt man solche Stammzellen? Von einem Spender. Mittels Eurotransplant. Das Problem ist, wir haben in da haben wir nicht sehr viel Zeit. Aber es läuft. Okay. Am besten wäre natürlich, wenn die Stammzellen von deiner Mama passend wären. Von der Mama. Und wie hoch ist da die Chance? 25% bei Blutsverwandten. 25%.
25%, das ist doch schon mal was. Ja. Und die Mama, die hat doch niemanden außer mir. Ja, und ich glaube, dass das dein geringstes Problem ist im Moment. Du kommst mit, wenn ich es dir sag. Ja. Und wenn meine Stammzellen passen? Dann wäre das sehr hilfreich, Frau Kettner, weil Sie sind die Mutter von Johanna, sprich also blutsverwandt. Und das wird die Chance natürlich dramatisch erhöhen, dass wir Johanna helfen können. Klar. Was muss ich machen? Wie gesagt, Sie fahren in die Klinik, Dr. Kahnwell erwartet Sie, weiß Bescheid und wird dann die ersten Schritte in die Wege leiten. Es wird schon, Mama. Und übrigens, der Peter, der hat mich zur Projektkoordinatorin ernannt. Wenn der Herr Althammer das mit dem Verkauf vom Mooshof tatsächlich durchzieht. Ist doch voll super, oder, Mama? Ich passe schon auf mich auf. Geh mal. Frau Kettner, wie gesagt, Kollege Kahnwell erwartet Sie. Dankeschön. Ja. Ah. Oh, Entschuldigung. Ja. Wie geht's dem Arm? Solange niemand küssen muss, ganz gut. Ach, übrigens, Herr Althammer, ich dachte mir, ich lasse Ihnen unser Hinterzimmer herrichten. Dann haben Sie nachher Ruhe für Ihr Geschäft mit dem Herrn Bürgermeister. Danke vielmals. Sie wollen also den Hof wirklich verkaufen? Ja. Das Projekt zieht Leute an. Das ist super für die ganze Region. Geschäftsfrau durch und durch. Gut so, gut so. Später. Ciao. Wiederschauen. Wiederschauen. Darf es für Sie noch was sein? Nein, danke. Ella, was ist los? Hm? Es wird alles rauskommen. Wir haben gestern ganz klar, dass wir Es war gestern. Johanna hat Krebs. Ihre einzige Chance auf Heilung bin ich, denkt sie. Ich bin's aber nicht. Ich muss jetzt in die Klinik. Sie wollen testen, ob irgendwelche Stammzellen, ob die passen. Verstehst du? Ich muss es ihr jetzt sagen. Moment. Das ist mal, jetzt mal ganz ruhig. Ruhig? Ganz. Ruhig. Ja. Mein Kind ist todkrank. Sie wollen irgendwelche Tests machen, die nichts nutzen. Obwohl ich doch weiß, wie man ihr helfen könnte. Seit wann wisst ihr es? Seit heute Morgen. Vielleicht ist ja jetzt der Moment gekommen, wo wir den Preis... Nein! Nein! Verdammt nochmal, nein! Weißt du, was das bedeutet, wenn das jetzt rauskommt? Ich habe eine gehobene Position bei der Wiener Kommerzkredit. Ein kleines Gerücht, eine kleine Andeutung im Netz und die schmeißen mich hochkantig raus. Da geht's nicht mehr nur um dich, Ella. Verstehst du das? Du fährst jetzt dorthin und machst diese Stammzellenuntersuchung und dann warten wir ab, was damit passiert. Außer uns weiß da niemand Bescheid, verstehst du? Niemand. Und das bleibt auch so. Die Diagnose war vor ein paar Stunden.
Heute ist Sonntag, bis Montagmorgen passiert da gar nichts. Bis die Ergebnisse deiner Untersuchung kommen, vergehen wieder ein paar Tage. Also gib uns bitte diese paar Tage, dann kommen wir alle heil raus. Verstehst du das? Ella, wenn du jetzt deiner Tochter die Wahrheit sagst, dann verlässt du sie für immer. Dann hast du niemanden mehr. Dann hast du dein ganzes Leben auf einen Schlag verloren, das schwöre ich dir. Und ich mit. Krebs. Die arme Johanna. Und zu dir habe ich gesagt, du sollst nicht arbeiten. Ja. Ich war ja bloß unten bei der Susanne. Und was? Und danach warst du im Stall, Hans. Ich kann das riechen, ich bin nicht doof. Ich habe dir gesagt, du sollst nichts mehr tun. Jemand muss die Viecher ja versorgen. Die Anne ist übers Wochenende weg und dann hat sie mich halt gebeten, dass ich das mache. Ich habe ihm gesagt, ich mache das. Ja? Ah. Petze. So. Weißt du, was du bist? Du bist genauso stur wie deine Viecher. So stur bist du. Bitte? Was? Nein, nicht du, Alexander. Was gibt's? Frau Küchner war hier. Negativ. Das ist nicht gut. Das heißt, wir rufen bei Eutransplant an und machen dann nochmal Druck. Na, weil Johanna hatte nur ihre Mutter als Blutsverwandte. Das mache ich. Dir einen wunderschönen Restsonntag und grüß deine Frau Mama. Mach ich. Danke, Alexander. Ciao. Grüße von Kahnweiler. Danke. Also jetzt noch mal. Ich war unten bei der Susanne. Wisst ihr was? Dieser Althammer und die Mama von der Johanna, die kennen sich, glaube ich. Ja, der war doch bei der Bank. Ich glaube, der war sogar Filialleiter. Aber er hat damals einen Bart gehabt. Und die Ella, die hat auch bei der Bank gearbeitet. Okay, wann war das? Naja, das war so Mitte der 90er Jahre. Da ist die Filiale geschlossen worden. Man kennt sich also. Was ist denn jetzt mit der Johanna? Der Johanna muss ich leider sagen, dass ihre Mutter nicht als Spenderin in Frage kommt. Scheiße. Aha. Und dir muss ich sagen, mein lieber Bruder, dass du Streitverbot hast. Ey. Ich war in der Klinik. Sie braucht einen Blutsverwandten oder eine Blutsverwandte. Wenn du das Fass jetzt aufmachst. Wir haben das doch im Auto anders besprochen. Robert, ich werde alles tun, um mein Kind zu retten. Sie ist nicht wirklich dein Kind. Frau Kirchner. Ja? Wissen Sie schon was? Ja. Servus. Johanna. Mama. War alles okay im Krankenhaus? Wissen wir schon was? Ja. Es tut mir leid, das Ergebnis ist negativ. Okay. Und wie geht's weiter? Wir werden nicht aufgeben, wir werden weitersuchen. Okay? Ich melde mich. Okay. Wiedersehen. Das wird schon, Mama. Johanna, der Herr Althammer und ich, wir kennen uns. Von früher. Okay, und wieso habt ihr mir das nicht gesagt? Ja, das ist schon so lange her. Ja, wir waren selber sehr überrascht, als wir uns da gestern beim Hubschrauber gesehen haben, nach all den Jahren. Zufällig. Wussten Sie doch schon, dass Sie mit mir auf dem Berg waren? Nein. Ah, alle da. Pünktlich wie die Maurer. Hallo Ella, hallo Johanna. Franz Oberstdorfer Bürgermeister. Althammer. Ja, so dann wollen wir. Also, ich habe gehört, Sie wollen montags, also morgen schon wieder abreisen. Ja, leider muss ich wieder. Ja, also dann gehen wir rein und kaufen den Moserhof. Ich würde sagen, wir sprechen erst mal darüber, über die Modalitäten. Ja, wir und haben uns schon schauen erlaubt, genau. den Kaufvertrag Ja, vorzubereiten. sehr gut. Ja. Auch das wird eine sehr schöne Sache. Wir freuen uns sehr.
Ja. Na? Mama. Wie war's? Gut. Der Herr Althammer verkauft den Moserhof. Es tut mir leid, dass ich dir das verschwiegen habe, dass ich den Herrn Althammer kenne. Ihr hattet das miteinander, oder? Ja, vielleicht war es mal ein bisschen peinlich. So alte Männergeschichten. Ja, ich habe damals einfach so ein bisschen rumprobiert. Dann habe ich mit dem Rupert. Ich habe nie wieder jemanden so geliebt wie ihn. Aber das ist lange her. Mama. Aber er ist nicht mein Vater, oder? Der Rupert? Mhm. Nein. Nein, natürlich nicht. Ich muss wieder ins Büro. Wie wenn der Herrgott den Sonntag vergessen hätte. Servus. Ich dachte, am Sonntag wird nicht gearbeitet. Na, Spritztour? Ich wollte, dass du ihn mal siehst. Den Hof. Ich war immer irgendwie einsam, Martin. Seit ich denken kann, habe ich dieses Gefühl, allein zu sein. Keiner kann es mir nehmen, keiner kann es verstehen. Und irgendwann habe ich angefangen, dieses Gefühl, die Einsamkeit zu umarmen. Ja, und es ist so, die Suche nach dem Spender läuft, ja? Und jetzt werden wir mit den Tests anfangen, über die wir geredet haben. Und ich habe mich mit den Kollegen besprochen. Und wir werden jetzt mal mit der Chemo anfangen. Wir sind auf dem Weg. Okay? Okay. Weißt du, wie alt ich bin? Ja. Anfang 20? Ich bin fast 30. Ich weiß. Mama hat mir immer erzählt, dass mein leiblicher Vater abgehauen ist, als sie damals mit mir schwanger war. Also, als er davon erfahren hat. Und jetzt erfahre ich, dass sie ein Verhältnis mit Herrn Althammer hatte. Und das ungefähr zur selben Zeit und dass sie ihn geliebt hat. Und er sagt, dass er damals von ihr weg ist. Aber abgesehen davon, wirklich abgesehen von allem, wenn Herr Althammer jetzt dein Vater ist, dann kriegst du noch eine Chance geschenkt. Verstehst du? Eine weitere Chance zum Leben. Nochmal 25%. Genau. Das heißt, wir müssen dringend rausfinden, ob er dein Vater ist. Ja, bitte. Herr Gruber. Bitte, kommen Sie an. Danke. Ich möchte gar nicht lang stören. Was kann ich für Sie tun? Die Geschäfte sind abgeschlossen? Naja, Geschäfte sind es nicht wirklich, also zumindest nicht für mich. Aber Sie haben recht, ich brauche nur noch zu unterschreiben. Gut, weil ich mich gefragt habe, ob Sie wegen den Geschäften hier sind oder vielleicht, um zu Frau Kirchner Kontakt aufzunehmen. Ich verstehe die Frage nicht. Ich werde manchmal nervös, wenn es zu viele Zufälle gibt. Da müssen Sie sich was beschreiben lassen. Der war gut. Sie sind nicht zufällig der Vater von Frau Kirchner. Nein. Schade.
Also, weil Frau Kirchner leidet an Leukämie und wir sind dringend auf der Suche nach einem passenden Stammzellenspender und unter Blutsverwandten wäre natürlich die Wahrscheinlichkeit eines Matches am höchsten. Ja, das mit der Johanna, das tut mir wirklich leid, das können Sie mir glauben. Aber ich bin nicht Ihr Vater. Ja, wenn Sie das sagen. Ich meine, Sie würden sich gegebenenfalls auch testen lassen, nicht wahr? Na, selbstverständlich. Könnte ja sein, dass ich ein geeigneter Spender bin. Wobei die Wahrscheinlichkeit bei 1 zu 20.000 liegt, nicht? Sie kennen sich aus? Ich hatte mal einen ähnlichen Fall in der Familie meiner Frau. Und ist gut ausgegangen? Ja. Das ist schön, wenn es gut ausgeht. Ich würde da meine Tasche holen, dann könnte ich Ihnen Blut abnehmen. Ich bitte darum. Bin gleich wieder da. Ist er mein Vater? Es war am Ende doch nur... Eine Affäre? Ach, ich weiß. So wie die mit meinem Vater, diesem unauffindbaren Emil Heller, an den sich keine Sau mehr im Dorf erinnern kann. Wie viele Affären hattest du denn? Mit Männern, die du sehr geliebt hast und die dann ganz plötzlich Elmar verlassen haben? Johanna, du bist mein Kind. Ist er mein Vater? Oder sag mir endlich, wer mein Vater ist! Mama? 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 Mama, atmen. Ganz ruhig. Hilfe! Hilfe! Was ist passiert? Sie ist einfach umgefallen. Psychische Dekompensation. Nervenzusammenbruch. Darf ich zu ihr? Ja. Kein Wunder, Martin. Stell dir mal vor, es wäre unser Kind. Krebs in so einem Stadium. Katastrophe. Ach, hier übrigens. Der DNA-Abgleich von Rupert Althammer. Er ist auf jeden Fall nicht der Vater und seine Stammzellenanalyse ist ebenfalls negativ. Und das sind die Ergebnisse von Frau Kirchner für deine Akten. Danke. Was ist mit eurer Transplant? Wir brauchen einen Spender. Wenn wir keinen Spender kriegen, Wir sind dran, Martin. Sie schläft. Fasst mich heim. Ich bin mit dem Krankenwagen mitgefahren. Ja, ich fahr dich. Danke. Danke dir. Ja. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gewissen. Warum? Ich habe mit der Mama gestritten, bevor es umkippt ist. Okay. Worum ging's? Ich wollte wissen, ob der Rupert mein Papa ist. Wäre schon schön, einen Vater zu haben. Zu sehen, wie es ist. Selbst wenn es ein Fremder wäre. Verstehst? Ich verstehe. Und das ist so 100%ig sicher. Ja. DNA lügt nicht. Im Hotel haben sie mir gesagt, dass du hier bist.
geht's dir? Alles okay? Ich habe nichts gesagt, falls du das meinst. Wie geht's Johanna? Dieser Scheißhof hat uns nur Unglück gebracht. Es war nicht der Hof. Martin, mein einziger Freund, mein allerbester. Was kann ich für dich tun? Alexander, hör mal, ganz kurz. Ich habe hier den Befund von der Frau Kirchner und ich sehe, ihr habt hier eine DNA-Analyse gemacht. Martin, das war ein Versehen. Wird nicht berechnet. Darum geht's nicht. Ich hab's hier vor mir. Ist alles gut. Ich wollte nur fragen, das Ding ist zuverlässig, nicht? Was denkst du denn? Na klar. Wann wird Frau Kirchner entlassen? Morgen früh. Sie sagt, sie muss zur Arbeit. Alles klar, ich danke dir. Gute Nacht. Martin, eine andere Frage. Pass auf, Vera kommt früher als geplant von dem Lehrgang. Und was würdest du ihr denn schenken? Alles außer Blumen. Alles klar, danke dir. Gut. Tschüss. Frau Kirchner. Sie schläft. Das ist gut. Ja, ist doch gut, oder? Vielleicht sollten wir sie jetzt nicht wecken. Ich wollte sowieso zu Ihnen, Frau Kirchner. Schön, dass es Ihnen wieder besser geht. Aber wir haben eine neue Situation, die wir neu bewerten müssen. Bezüglich Johanna. Sie sind nicht die leibliche Mutter von Johanna. Woher? Ihre DNA stimmt nicht überein. Und wir müssen so schnell wie möglich heraus... Hallo, Hi. ist was passiert? Ich... Was ist denn, Martin? Mama, was ist hier los? Ich bin nicht deine leibliche Mutter. Ich habe dich adoptiert. Ich habe es dir nicht gesagt, damit es normal ist. Dein Leben. Und meinen Vater, den hast du... Erfunden. Ja. Vielleicht war das alles falsch. Jetzt fühlt sich's auf alle Fälle falsch an. Frau Kirchner, wir sollten wirklich dringend erfahren, wer die leiblichen Eltern von Johanna sind. Wissen Sie es? Es war eine Inkognito-Adoption.
So haben sie es damals genannt. Aber du hast eine... Du hast eine Schwester. Eine Zwillingsschwester. Eine Zwillingsschwester. Die Hälfte, die mir fehlt. Ist seit 28 Jahren. Ich hatte noch nie solche Angst. Ich weiß gar nicht mehr vor was allem. Angst zu sterben. Angst, vielleicht meine Mutter verloren zu haben. Angst vor einer Schwester, die eine Fremde ist. Angst davor, vielleicht plötzlich doch einen Vater zu haben, den ich mir mein Leben lang gewünscht habe. Eine neue Mutter. Wir werden deine leiblichen Eltern suchen. Und deine Schwester. Okay? Okay. Ich melde mich. Martin. Danke. Ja, ich verstehe. Aber es muss doch irgendwie möglich sein, die Identität von Johanna Kirchners Eltern und ihrer Schwester herauszufinden. Gruber, Ja. bei Inkognito-Adoption ist das so gut wie aussichtslos. Die zuständige Bezirkshauptmannschaft wird dir genau das Gleiche sagen. Was ist, wenn es um Leben und Tod geht? Am besten wäre es, der oder die Adoptierte stellt selber einen Antrag auf Offenlegung. Okay, danke. Kein Problem. Wie finde ich heraus, was hier passiert ist vor 30 Jahren? Hier, in diesem Dorf. Das mit der Digitalisierung dauert bei uns noch. Ist aber alles nach Jahreszahlen sortiert. Fängt bei 1945 an, glaube ich. Okay. Den Rest haben wir verbrannt. Danke. Kein Problem. Ist was passiert? Sie weiß es, Was weiß sie? dass ich sie adoptiert habe und dass sie eine Schwester hat. Unser Platz. Wir waren so verliebt damals. Wollten aufhören in der Bank. Haben geträumt.
Vom eigenen Hof. Was wäre, wenn du damals geblieben wärst? Wir haben das Leben deiner Cousine und das von ihrem Mann zerstört. Immer wenn wir uns angesehen haben, haben wir uns daran erinnert, was wir getan haben. Täglich die Vorwürfe. Und wahrscheinlich hätten wir uns am Schluss auch noch zerfleischt. Das Schuldgefühl hat uns aufgefressen. Na, alles klar? Ja, ist alles bestens. Sag mal, kann ich das mitnehmen? Morgen liegen die Sachen wieder bei mir auf dem Schreibtisch, okay? Ja. Super, danke. Kein Problem. Martin, glaubst du, ich kann die Frau Kemper anrufen, weil ich finde die Krankenakte von... Gruselig. Hast nichts zu tun, oder was? Lilly? Ich hab zu tun. Ja, ist gut. Der Neubauer. Den verschieben wir bitte auf morgen. Mach keinen neuen Termin aus. Und ich bin mobil erreichbar, ja? Gut. Dank dir. Hallo? Hallo, grüß Ich Gott. hätte gern zu Frau Kirchner, bitte. Einen Moment, bitte. Hat sich erledigt. Ah, okay. Frau Kirchner, Ich rauche eigentlich nicht mehr. das sagen Sie alle. Johann Moser war verheiratet. Seine Frau ist damals bei einem Traktunfall ums Leben gekommen. Sie hat zwei kleine Kinder hinterlassen, Theresa und Clara Moser, Zwillinge. Mhm. Johanna ist die Jüngere. 2 Minuten, glaube ich. Warum haben Sie nichts gesagt? Im Ernst? Liebe Johanna, deine Mutter ist nicht deine Mutter und dein leiblicher Vater ist der Johann Moser und hat sich erhängt. Und deine leibliche Mutter ist zuvor von ihrem eigenen Traktor überrollt worden? Wer hat die Zwillingsschwester adoptiert? Wie dringend ist denn diese Stammzellensache? Geht's da um Stunden? Oder um Tage oder um Wochen? Ich sage Ihnen, worum es geht. Um das Leben von Johanna. Wer hat also die Zwillingsschwester adoptiert? Ich weiß es nicht. Und wenn ich es wüsste, hätte ich es schon längst gesagt. Wie soll ich ihr denn das jetzt auch noch sagen, dass sie... Wir wissen gar nicht, Frau Kirchner. Wir wissen gar nicht.
Hast du blau? Es geht nichts über Familie, Hans. Okay. Geh schon wieder. Bleib letztlich. Ich mein's ernst. Stell dir einfach mal vor, wir hätten keine. Die Johanna ist die Tochter von Moser. Was? Krass, ne? Ja, weiß sie das? In manchen Fällen ist es so, dass alles, aber wirklich alles von der exakten Dosierung eines Medikaments abhängt, Hans. Die Frage ist, ob es in diesem Fall auch so ist mit der exakten Dosierung der Wahrheit für Johanna. Wie viel Wahrheit braucht sie zum Leben? Und wie viel bringt sie um? Vor allem, was geht's mich an? Ich bin ja nur ihr Arzt, weißt du? Mir hat mal einer gesagt, dass ein guter Arzt ein Arzt ist, der immer darauf schaut, dass der Patient Patient bleibt und niemals Mensch wird. Du hättest mich da oben in der Spalte verrecken lassen sollen. Ich war im Netz. Man glaubt gar nicht, was man da so alles findet. Wenn man weiß, wonach man suchen muss. Ich bin die Tochter von Edda und Johannes Moser. Ich hieß mal Theresa. Meine Zwillingsschwester hieß Clara. Nur ein paar Monate lang hieß ich so. Mein Vater kam damals in finanzielle Schwierigkeiten. Ein paar Missernten. Viehseuche. Er verlor seinen Hof. Am Abend des 28. Juni 1993 brachte er mich und meine Schwester zu einer Nachbarin. Nahm sich einen Strick und ging in die Tenne, die ihm schon gar nicht mehr gehörte. Ich glaube, ich muss mich hinlegen. Clara. Hallo Martin. Hi. Althammer. Herr Gruber. Haben Sie einen Moment? Nein. Bin bei der Abreise. Also in 93. Susanne, können wir bei dir ins Hinterzimmer rein? Logisch. Und wenn die Frau Kirchner kommt, dann schickst du bitte hinterher, ja? Okay. Ja, ich erkläre dir später.
Frau Kirchner. Hallo. Vielen Dank. Bitte. Johanna hat Leukämie. Die Zustand wird sich verschlechtern. Mittlerweile sind sogar Leber und Niere betroffen. Die Wahrscheinlichkeit, mit Bestrahlungstherapie oder Chemotherapie diese maligne Form in den Griff zu kriegen, ist sehr gering. Deshalb muss sie ihre Schwester finden, ihre Zwillingsschwester. Und sie wird mir dabei helfen, sie zu finden. Wie stellen Sie sich das vor? Indem Sie mir alles sagen, was damals passiert ist, als die Zwillinge adoptiert wurden. Und zwar alles. Die ganze Wahrheit. Von Anfang an. Und zwar jetzt. Rupert und ich. Rupert ist nur hier, weil ich ihn kontaktiert habe. Johanna hat angefangen zu recherchieren, wem der Hof gehört und so. Wegen dem Projekt von der Gemeinde. Dann habe ich es mit der Angst zu tun bekommen. Wovor Angst, Frau Kirchner? Dass alles rauskommt. Was? Von damals, die Wahrheit. Rupert und ich wollten aufhören bei der Bank. Und suchten einen eigenen Hof. Und als meine Cousine, die Edda... Moment. Edda Moser wäre Cousine? Ja, wir waren aber nicht sehr eng. Familie halt. Als die in Schwierigkeiten kam mit dem Hof. Ich war ja Leiterin der Kreditabteilung und Robert war Filialleiter. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie Ihnen diese Geschichte helfen kann, die Schwester von Johanna zu finden. Der alte Mich wird wahnsinnig gerne der Frau Kirchner zuhören. Okay, danke. Wir haben ihnen dann keinen weiteren Kredit gewährt. Wir haben uns unter einem Vorwand alle Kopien der Kreditverträge geben lassen und haben alle Ausfertigungen nachträglich mit Fristen versehen, so datiert, dass sie schon abgelaufen waren. Und die haben wir dann fälliggestellt. Das war schlicht und ergreifend Betrug. Die Edda und der Johann kannten sich ja nicht aus und haben sich dann noch selbst die Schuld gegeben, dass sie was übersehen haben. Alles lief nach Plan. Der Hof wurde zwangsversteigert. Und Rupert hat ihn für uns gekauft. Auf der Hütte haben Sie gesagt, dass es gönnerhaft Ihnen nicht so steht, Herr Althammer. Und jetzt verkaufen Sie den Hof wieder zurück an die Gemeinde, damit niemand nachfragt, damit niemand nachhakt, damit da schön der Deckel drauf bleibt. Ich verkaufe den Hof nicht an die Gemeinde. Wie? Er gehört der Johanna und ihrer Schwester. Wenn es die noch gibt. Und dann? Dann ist er gegangen. So wie jetzt. Und mir hat's damals das Herz zerrissen. Ich habe immer an die Mädchen denken müssen. Die waren ja erst mal bei der Nachbarin, das war die beste Freundin von der Edda. Die kannte die Mädchen seit ihrer Geburt. Ich hatte eine gute Bekannte bei der Bezirkshauptmannschaft. Und von der habe ich dann Monate später erfahren, dass eins der Mädchen adoptiert wurde. Und dann habe ich mir gedacht, man hat mir die Johanna schließlich gegeben. Meine Bekannte hat mir geholfen, all die Hürden zu nehmen. Aber ich war ja mit ihr verwandt.
Und ich hatte einen guten Ruf im Ort und einen guten Leumund. Wie ist die Nachbarin? Winter. Der Gruber schon wieder. Familie Winter, die hat meinen Hof im Moserhof. Wo finde ich die? Ich dachte, du bist Arzt. Ja. Das ist eine tolle Familie. Sie heißt Clara Winter. Sie wohnt in Salzburg. Ich habe mit ihrem Vater gesprochen. Sie werden sich melden. Okay. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ja. Genau, das ist gut. Und morgen fahren wir mit der Chemo an, ambulant, okay? Ich fahr heim. Nein. Ich fahr dich. Okay. Aber nur unter einer Bedingung. Aha. Wir fahren einen Schlenker. Ein Schlenker. Ja. Ich hätte dir das doch dann gesagt. Aber wir hatten gehofft, dass es nicht dazu kommen muss. Ich wollte nicht lügen. Aber habe ich dann doch. Mit all dem auch nur irgendwie überhaupt umgehen zu können, dafür brauche ich Zeit, Mama. Zeit, die ich, wie es aussieht, nicht mehr haben werde. Und das bisschen Zeit, das ich vielleicht noch habe, das will ich nicht mit dir verbringen, Ella.